Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal mal aus einem Setra, aber was ganz Besonderes. Und zwar ist das eine Prüfungsfahrt mit realen Bedingungen, mit einem richtigen Fahrlehrer und. Wenn euch das interessiert, Leute, dann bleibt dran. Wir werden heute eine Prüfungsfahrt machen. Ich warte noch auf den Fahrlehrer Önder von der Fahrschule Europa. Wenn er gleich auftaucht, werden wir unter richtigen Prüfungsbedingungen mal fahren. Ich werde dann der Schüler sein und der Prüfer wird der Önder sein. Und dann mal gucken, ob wir das schaffen. Wir fahren heute mit einem Setra 1999er Baujahr. Eben noch mal ganz kurz von außen auch noch mal einen Blick. Der ist noch nicht gewaschen. Der hat auch mit diesen zwei Flügeltüren hier. So sieht der aus. Ja, bin mal gespannt, ob ich den Führerschein behalten darf. So, da ist der Fahrlehrer Önder. Hi. Hallo Mehmet, grüß dich. Komm rein. Du bist heute ja nicht nur Fahrlehrer, du bist ja auch der Prüfer. Diesmal mal nicht auf der Couch bei dir, sondern ich lade dich mal hier auf den Vierer. Nur eben ganz kurz ein paar Sätze, bevor es mit der Fahrt beginnt, aus der Sicht des Schülers. Ich bin jetzt ja der Fahrschüler, um dem halt die Angst zu nehmen. Die kommen ja bestimmt aufgeregt hierhin. Was erwartet die? Ganz kurze Sätze, wie so eine Prüfung erstmal vom Anfang an her abläuft und dann können wir auf Fahrt gehen. Okay. Also normalerweise läuft das immer so ab mit unseren Busfahrschülern, dass sie natürlich jetzt erstmal am Bus warten. Wir haben schon die Heizung angemacht, alles schön warm gemacht. Okay. Der Prüfer kommt dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später. In dieser Zeit nutzen wir natürlich die Zeit effektiv, indem wir nochmal um den Bus herumgehen. Um uns nochmal die Abfahrkontrollkarten etwas genauer anzugucken, noch einige Punkte, vielleicht kann ja sein, dass du noch hier und da ein paar Probleme hast, dass wir das dann noch beseitigen, dass ich dir noch ein paar spezielle Fragen stelle zum Beispiel, dass du so ein bisschen langsam reinkommst, also so ein bisschen warm wirst. Ja. Wenn du nervös bist, dann versuche ich den Fahrschüler natürlich abzulenken, rede dann über ganz was anderes beispielsweise. Und wenn der Prüfer dann da ist, dann fängt er auch direkt an, dann stellt er sich vor und fängt dann an mit den Abfahrkontrollkarten. Ah, die Karten sind dann zuerst? Genau, die Karten kommen dann direkt zuerst. Genauer gesagt, eine Karte von 10 Karten sucht der Teilnehmer sich meistens aus. Die Nummern sind aber nicht bekannt, ne? Irgendwelche bekannt, genau. Also meistens ist er so, der macht die Karten einfach so. Und Fächer. Ja genau, und dann sagt er, zieh einfach mal eine Karte, lächelt dabei, der Prüfling zieht dann die Karte und ja, dann beginnt das Ganze halt. Es gibt Prüfer, die wollen, dass du arbeitest, das heißt, du sollst gar nicht viel erzählen, du sollst einfach machen, zum Beispiel Reifenkontrolle, dann musst du halt so mit den Händen über die Reifen gehen, die Fremdkörper Profile sind. Aber bei den anderen Prüfern, dann gibt es Prüfer, die dann sagen, nee, ich möchte gerne, dass du es erklärst. Ja, dann musst du es dann halt erklären. Also so wie man das eben halt gelernt hat, genau, so in der Fahrschule. Machen wir das halt beides. Ne? Wir machen beides. Wir erklären und machen. Aha, und dann gibt es halt Prüfer, habe ich schon gesagt, die wollen erklärt bekommen, die anderen wollen gemacht bekommen. Okay, also je nachdem, wie der Prüfer ist. Genau, richtig. Super. Das dauert so circa 10, 15 Minuten. Dann ist man damit meistens durch. Zum Positiven durch, hoffe ich auch. Das überspringen wir jetzt bei dir, die Abfahrkontrolle. Wir werden also direkt richtig. Ich denke mal, das kriege ich wohl noch hin. Aber mit dem Fahren, ich bin echt selber nervös. So, wie läuft das dann gleich ab? Ja, dann werde ich mich dann vorstellen, oder der Prüfer stellt sich vor. Und dann gibt es natürlich Spielregeln. Die Spielregeln werde ich dann auch gleich erklären. Also er hat so einen vorgefertigten Text, ja. Das wird er dann dementsprechend also er sagt sowas wie, ich bin heute Ihr Prüfer, fühlen Sie sich in der Lage, heute die Prüfung durchzuführen. Dann sagst du natürlich ja. Wenn du nein sagst, dann war es das. Dann war es das, genau. Ja, und dann würde er dann sagen, wir sind heute keine Anlieger. Wenn ich nichts sage, wird gerade ausgefahren. Wenn es verboten ist, dann musst du fragen. Aber wir sind ja aber auch nicht auf Linie oder so. Ne? Wenn er jetzt zum Beispiel, wir sind kein Anlieger, wir sind keine Linie, wie ein Reisebus irgendwie so in der Art, okay. Genau. Lass uns mal hieraus eine Privatfahrt machen, okay? Das richtig, ist so eine Privatfahrt. Ja, Privatfahrt. Dementsprechend sind wir heute wirklich auch keine Anlieger. Nee. Auch in der Prüfung wären wir keine Anlieger. Ah, okay. Das heißt, du dürftest jetzt nicht in die Stadt reinfahren, was du ja normalerweise machst. Richtig.
aber ich werde da nicht hinfahren. Das kann ich dir schon mal, okay. sagen. Aber es geht in die Richtung. Mehr werde ich dir aber nicht verraten. Okay. Das war's. Also es gibt nicht viele Momente, wo der Fahrschüler oder der Prüfling mit dem Prüfer sich unterhalten muss. Der soll einfach nur fahren, was der sagt, wenn nichts gesagt wird, geradeaus, denke ich mal. Ansonsten, manchmal gibt es auch Situationen, wo er eben halt selber entscheiden muss. Dann lass uns da mal gar nicht viel reden und in die Praxis mal reinschauen. Du bist jetzt der Prüfer, Jawohl. Ich bin bereit für die Prüfung und fühle mich auch gut. Das ist schön. Okay, dann lass uns loslegen. Jawohl. So, ich bin fertig. Dann können wir wohl losfahren, denke ich mal. Aber mir ist was aufgefallen, den Bus, den habe ich heute auch einfach mal so übernommen. Der hat Anschnallgurt. Okay. Weil normalerweise nur die Reisebusfahrer Anschnallgurte haben, aber wenn ein vorgesehen ist, denke ich mal, ich werde jetzt auch nicht mehr viel reden. Warte kurz, warte. Okay. Habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Ja, zieh mal die Handbremse nochmal an. Okay. Also, zunächst einmal kommt immer die Ansprache vom Prüfer. Okay. Also, ich wiederhole nochmal ganz kurz. Ja. Du hast den harten Prüfer gewählt. Ach ja, stimmt. Ja. Deswegen werden wir das jetzt so machen, dass wir uns siezen werden. Okay. Weil harte Prüfer siezen ein. Richtig. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ich fange jetzt an mit der Rolle. Ab jetzt. Okay, und ich bin jetzt der Schüler, ich habe meinen Mund. Okay. So, Herr OE, jetzt beginnt die Prüfung. Ich bin der Prüfer von der Prüforganisation Europa. Das ist gut, ne? Prüforganisation Europa. Ja. Das habe ich jetzt gerade mal erfunden. Wir werden heute die Prüfung gemeinsam machen. Fühlen Sie sich heute in der Lage, die Prüfung mit mir durchzuführen? Ja. Ja? Ja. Sehr schön. Okay. Herr OE, wenn ich jetzt nichts sage, wird grundsätzlich geradeaus gefahren. Wenn geradeaus verboten ist, fragen Sie mich, ob wir rechts oder links abbiegen sollen. Wenn es nur eine Richtung geben sollte, dann biegen Sie einfach so ab. Einverstanden? Einverstanden. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, können Sie mich jederzeit fragen. Alles klar. Die Prüfung geht exakt 60 Minuten. Oh. Hat vor 2 Minuten angefangen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Die Prüfung kann beginnen, Sie können losfahren. Wenn die Verkehrslage es zulässt, fahren Sie bitte los. Okay, danke schön. Schulterblick hat das schon mal gemacht. Wow. Die nächste Straße rechts abbiegen, bitte. Am Ende dieser Straße rechts weiter. Nächsten Kreuzung links abbiegen, bitte.
Sehr gut. Rechts abbiegen. So. An dieser Stelle vielleicht mal ganz kurze Erklärung. Geradeaus ist tatsächlich verboten, nur für Linienverkehr erlaubt. Da wir heute nur so fahren, fahren wir da nicht rein. Okay? Das hat er erkannt, hat er gut gemacht. Jetzt geht's weiter. Wir machen das mal am besten so, jedes Mal, wenn ich die Brille aufsetze, bin ich der Prüfer. Jedes Mal, wenn ich die Brille abgesetzt habe, bin ich der Fahrlehrer, okay? So wie Superman. Jetzt bin ich wieder der Prüfer. Ja, da haben wir ja richtig Glück, Herr OE. Ja. Gut, dann lass uns rechts abbiegen, bitte. Dass wir gleich links abbiegen um diese Insel herum und wieder zurück zur Ampel. Sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob wir mit dem Bus tatsächlich rumkommen können. Entweder hier links oder das nächste links und um diese Insel herum wieder zurück. Ist das möglich? Ja. Okay. Wieder links, ja? Rechts weiter, bitte.
fahren links weiter, bitte. Geradeaus haben wir nämlich ein Schild, 5,5 Tonnen tatsächliche Masse. Wir dürfen dann mit der Kiste hier definitiv nicht reinfahren, das hat er erkannt. Wunderbar. Wir biegen an der nächsten Ampelkreuzung links ab, bitte. Nächste Ampelkreuzung links. Okay. Ich werde jetzt einmal ein bisschen mit der Kamera sprechen, nicht irritieren lassen, okay? So, liebe Leute, das, was am, ich glaube, anstrengendsten für einen Prüfling in der Prüfung ist, sich dauerhaft konzentrieren. Sich dauerhaft konzentrieren ist natürlich sehr, sehr problematisch. Ich empfehle grundsätzlich meinen Fahrschülern immer, dass die sich nur punktuell konzentrieren sollen. Punktuell bedeutet zum Beispiel an Kreuzungen, an Engstellen, da wo es ein bisschen gefährlich ist, wo Menschenmassen sind. Und da sollte man sich konzentrieren, selbstverständlich. Aber wenn man so geradeaus fährt, zum Beispiel auf einer einfachen Strecke, da sich die ganze Zeit zu konzentrieren, würde dann dazu führen, dass man irgendwann hier keinen Saft mehr hat. Okay? Dass man dann also leer ist. Und dann genau da, wo man sich dann konzentrieren müsste, würde man dann halt Mist bauen. Wenn man dann sich nicht unterhalten darf, kann das auch dazu führen, dass man dann halt sehr schnell ausgebrannt ist, keinen Gehirnsaft mehr hat und dann Fehler macht. Und die meisten Fehler sind halt immer so Sachen, die man von früher kennt, vom Autofahren. Ja? Hier ist halt ganz wichtig, dass man immer in den Spiegel guckt, besonders da, wo es eng ist. Da muss man in den Spiegel gucken und da ist man vielleicht in so einer kleinen Trance-Phase und guckt halt nicht. Ich habe auf jeden Fall alles hier soweit notiert, was bis jetzt so passiert ist, und ich kann jetzt schon mal sagen, er ist noch nicht durchgefallen. Alles gut. Mal gucken, was noch passiert. Wir haben ja noch 40 Minuten vor uns.
So, meine Zwischenfrage, wie fühlst du dich? Anstrengend oder nicht anstrengend? Ach, du hast deine Brille auf. Na, ich habe die Brille ab, jetzt bin ich der Fahrlehrer. Ach, Gott sei Dank. Anstrengend. Anstrengend? Anstrengend. Jetzt kann ich mir richtig vorstellen, wie die Schüler sich befinden. Aber es geht, wenn man sich das, was man gelernt hat, jetzt nicht auch aufhalten. 30. Gut gesehen. Dann wird nichts passieren, denke ich mal. Genau. Es ist tatsächlich dieses Angespannte, ne? Das ist sehr, sehr anstrengend für den Fahrschüler, vor allem wenn er es nicht kennt. Deswegen sind diese Prüfungssimulationen sehr, sehr wichtig. Dann gewöhnt er sich daran. Weil normalerweise ist das halt so, Fahrlehrer, Fahrschüler, da wird viel gescherzelt, ne? Dann nimmt man das vielleicht auch irgendwann nicht mehr so ernst. Aber wenn man diese Prüfungssimulation macht, dann gewöhnt man sich an dieses Gefühl, an dieses Angespannte. Wenn man das 3, 4, 5 Mal gemacht hat, dann ist es halt nichts Besonderes mehr, also nichts Ungewohntes. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass der Fahrlehrer das paar Mal gespielt hat. Auch damit der Fahrschüler dann auch nicht nur erkennt, dass eine Prüfung vom Gefühl her anders ist, sondern auch seine Stärken und seine Schwächen vielleicht dann auch mal sieht. Ja. Ja? Oft ist es auch beim Fahrlehrer so, natürlich hilft er auch ein bisschen. Dann sagt er, hier hast du mal, mach das, mach jenes. Und dann macht er so eine kleine Ausbildung. Aber wenn er dann plötzlich gezwungen ist, selber nichts mehr zu sagen, so wie ich jetzt zum Beispiel, jetzt gezwungen, mit dem nicht zu sprechen, ist es auch für den Fahrlehrer natürlich ungewohnt. Und dann sieht der Fahrlehrer auch nochmal explizit, wo hat er seine Schwächen. Wo ich mich konzentrieren muss jetzt, ist hier beide Hände am Lenkrad. Wenn man den, ne, hier diese Tellerwäsche und. Ja. Du hast jetzt ja keine Brille auf, also. Nein, ich habe die Brille nicht auf. Ah, okay. Bin immer noch Clark Kent, nicht Superman, ne, umgekehrt. Ja. Wie gesagt, das ist das Einzigste, ansonsten. Aber angespannt bin ich auf jeden Fall. Ja, weil man will ja auch keinen Fehler machen. Jetzt habe ich auch noch einen harten Prüfer gewählt. Ja, du bist schon ein harter Kerl, deswegen brauchst du einen harten Prüfer. Ja. Aber so ist das wirklich. Der Prüfer sitzt da und guckt sehr, ja, aufmerksam beobachtet dich und du fühlst dich halt beobachtet. Ne? Und vielleicht hat er auch die Brille auf und guckt so in deine Richtung. Ja. Trotzdem, du nimmst das halt, du fühlst dich beobachtet. Und vielleicht macht er irgendwas, hustet vielleicht eventuell und du denkst so, hat das irgendeine Bedeutung? Ja, du interpretierst vielleicht ein bisschen zu viel rein. Was auch passiert ist, beispielsweise, dass du vielleicht einen Fehler machst. Hier geht das mit dem Abwürgen zum Beispiel nicht. Du hast ja nun mal eine Automatik, aber wenn du ein Schaltgetriebe hast beispielsweise, dann wirkst du vielleicht ab. Dann startest du natürlich den Motor, fährst dann weiter, aber denkst die ganze Zeit darüber nach. Was ist jetzt? Bin ich vielleicht durchgefallen? Wie sieht der Prüfer das? Dann denkst du die ganze Zeit über die Situation, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, nach und konzentrierst dich nicht mehr auf das, was kommt. Dann passiert ein Fehler. Ja, und dann passiert ein Fehler. Deswegen immer das Jetzt ist wichtig, dass du immer jetzt da bist, jetzt nach vorne guckst und nicht mehr über das, was passiert ist, nachdenkst. Weil wenn du durchgefallen sein solltest, würden die meisten Prüfer dich dann direkt darüber informieren. Ja. Okay, ich setze die Brille auf. Ja. Kreisverkehr die zweite Ausfahrt raus. Okay.
fahren auf die Kraftfahrstraße Richtung Dortmund, bitte. Fahren dann auf die Autobahn Richtung Hannover, bitte. Okay. Ausfahrt Dortmund-Landstrop wieder runter, Dortmund-Landstrop.
dieser Straße links abbiegen, bitte. Haltestelle links abbiegen, bitte. Straße rechts weiter. Und dann bitte links abbiegen. Da wo das Auto gerade rausgefahren ist, da links abbiegen. Dieser Straße links abbiegen. Nun, ich nehme die Brille mal ab. Ja. Herbert, grundsätzlich ist es so, du hast zwar jetzt einen harten Prüfer gewählt, aber ein harter Prüfer erkennt natürlich auch, wenn jemand gut fahren kann. Ja? Okay. Und ist nicht so, dass er dann dir nicht noch eine zweite Chance gibt. Er würde dann zum Beispiel, und das ist eigentlich im Regelfall immer der Fall, wenn der Prüfer mit dir die Strecke noch einmal fährt, wo du gerade warst, ja, dann hast du da vielleicht einen Fehler gemacht, okay, und dann gibt dir noch eine zweite Chance. Ah. Okay? Das heißt, entweder hat ihm das nicht so besonders gut gefallen oder es war halt eine Katastrophe. Aber er mag dich, warum auch immer, wer mag dich nicht, ne? Ja. Und er gibt dir halt deswegen eine neue Chance. Und deswegen achte da drauf, und die halt Prüfungen haben, sollten immer darauf achten, wenn der Prüfer mit dir dieselbe Strecke nochmal fahren sollte, dann bedeutet das, aufpassen, da war was. Ich gebe dir jetzt noch einen Tipp. Beim Thema rechts vor links ist es so, ja, da muss man 3 Sachen machen bei rechts vor links. Du musst hingucken, du musst rechts ranfahren, damit der Typ, der von rechts kommt, auch an dir vorbeifahren kann. Genau. Also nicht irgendwie mittig bleiben oder so. Ne? Und der dritte Punkt ist, du musst langsamer werden. Ja, man muss halt so ein bisschen mehr langsamer werden, so dass man gefahrlos anhalten könnte oder fahrgastfreundlich anhalten könnte. Und diese 3 Punkte sind halt ganz, ganz wichtig. So ein bisschen Schauspielerei auch natürlich für die Prüfung, ist auch wichtig, ne? Ja. Aber es ist eigentlich, macht schon Sinn. Also die 3 Punkte. Wiederholen wir mal. Wir fahren links weiter, bitte. Langsamer werden, rechts ranfahren und hingucken. Dann in die Straße so rein. Ja, genau, richtig. Das war jetzt gerade so ein Zwischending bei dir und deswegen fahren wir jetzt die Strecke mal noch mal lang. Ich sagte nicht, wo es war, aber es war auf jeden Fall irgendwo. Okay. Ich setze die Brille mal wieder auf. Ja. Am Ende dieser Straße links abbiegen, bitte.
vorne die Haltestelle siehst du oder sehen Sie ja. Dort dann sofort links abbiegen, bitte. Sehr schön, herrlich. Genau das erwartet der Prüfer von dir, okay? Und rechts abbiegen. Bitte. Ja, wunderbar. Guck mal, da vorne ist eine schwarze Katze. Ich hoffe, du bist nicht abergläubisch. Aber es war eine sehr, sehr dunkelgraue Katze. Okay, es war keine schwarze Katze. Schön. Am Ende dieser Straße rechts abbiegen, bitte. So, ich setze die Brille jetzt ab. Ja. Also, das waren genau diese beiden Punkte, Rechts-vor-Links-Situation. Du musst jetzt Folgendes vorstellen. Wir sind jetzt brauchst du nicht vorzustellen, du erlebst das. Seit 45 Minuten sind wir unterwegs. Ja. Es waren, wir sind eigentlich ziemlich weit gefahren bis jetzt und sehr lange geradeaus gefahren. Und da passiert etwas mit dir. Du wirst nämlich immer erschöpfter, besonders zum Schluss hin. Die Prüfung geht ja nun mal 75 Minuten, davon 15 Minuten Abfahrtkontrolle, 60 Minuten fahren. Wir haben die Grundfahraufgaben zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Ja. Hier jetzt zwischendurch würde man die Grundfahraufgaben machen, okay. Aber zum Ende hin bist du meistens erschöpft. Okay? Und wenn ich dich dann durch die Stadt jage, zum Ende hin, dann wirst du, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du Fehler machen wirst. Ja. Das stimmt, ich merke das selbst. Dass wenn ich normal, dann erholt man sich, fährt man so locker und so, dann ist es richtig angespannt. Genau. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass der Fahrschüler in der Prüfung immer so Zeiten findet, wo er so ein bisschen entspannen kann. Der Prüfer, der redet dann vielleicht so ein bisschen mit dir, macht vielleicht sogar Scherze, damit er dich einfach zum Lachen bringt. Lachen führt dazu, dass du tief einatmest. Wenn der Prüfer mit dir nicht reden sollte, wenn der Fahrlehrer mit dir nicht reden darf zum Beispiel, dann musst du selber zusehen, dass dein Gehirn mehr Sauerstoff bekommt. Das heißt, du musst bewusster atmen. Also damit du so tief einatmest. Ja. Und dann öffnet sich plötzlich diese Gardine. Ne? Du hast da so einen Schleier vor deinen Augen. Du bist dann weg und du bist dann wieder voll da. Okay. Jetzt machen wir noch so ein bisschen die Grundfahraufgaben. Ich werde 2 Grundfahraufgaben mit dir noch machen. Oder der Prüfer wird die Grundfahraufgaben mit dir machen. Aber es gibt da noch 1, 2 Highlights. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich setze mal die Brille wieder auf. Okay. Clark Kent ist weg. Ne, jetzt ist Clark Kent wieder da. Superman ist weg. Der Prüfer ist wieder da. Der Prüfer ist wieder da. Das war auch ein Punkt. Interessanterweise, hier fallen viele Fahrschüler durch. An dieser Rechts-vor-Links-Situation hier. Hast du gut gemacht.
der nächsten Kreuzung rechts abbiegen, bitte. Sehr gut, links abbiegen. Am Ende rechts abbiegen, bitte. Kreisverkehr, die erste Ausfahrt raus.
Straße rechts abbiegen, bitte. Fahren die nächste Haltestelle bitte einmal an. Die nächste Haltestelle anfahren. Ja. Dann die Tür bitte einmal aufmachen. So. Jawohl. Achso, mit Brille, ja. Mit Brille, okay. Ja, sehr gut. Wir dürfen weiter. Während du fährst, erkläre ich mal ganz kurz die Grundvoraufgabe. Fahren an einer Haltestelle, Maximalabstand 30 cm. Es gibt tatsächlich Prüfer, die mit einem Zollstock rausgehen und abmessen, ob du wirklich tatsächlich 30 cm hast. Echt? Ja. Jetzt hast du ja einen harten Prüfer gewählt, aber ja. Also ich glaube nicht, dass unsere Prüfer das machen würden. Aber vielleicht hat der Prüfer einen schlechten Tag oder ich habe keine Ahnung. Ja. Habe ich schon erlebt. In den 20 Jahren habe ich das schon erlebt, dass der Prüfer tatsächlich mit einem Zollstock ausgestiegen ist und nachgemessen hat. Okay. Sehr, sehr selten gibt es. Und das war jetzt eine Grundaufgabe? Eine Grundaufgabe, fahren an einer Haltestelle. Es kann so eine Haltestelle sein, das kann aber auch eine Parkbucht sein, also mit so einer Bucht halt. Ne? Ja. Du darfst nicht auf die Bordsteinkante, dran an die Bordsteinkante darfst du auch nicht und du musst annähernd parallel sein mit deinem Fahrzeug. Und das war's für jetzt auch gerade. Und wichtig ist halt beim Losfahren, Spiegel, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Ja, wenn du einfach so losfährst, dann bist du halt dann durchgefahren. Ne? So, es geht weiter mit der Prüfung. Links am Ende bitte. Links abbiegen. Warum nicht geradeaus? Anlieger und wir sind kein Anlieger. Sehr gut.
Ja, warte. Ja, Moment. Macht er das 60 Minuten komplett oder kommt es immer auf den Prüfer an, dass er mal verkürzt oder so? Es ist tatsächlich sehr individuell, von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich. Okay. Wie gesagt, du hast einen harten Prüfer gewählt. Der wird natürlich dann schön auf die Zeit achten und wird nicht zu wenig machen. Ja. Tatsächlich ist es nur eine Mindestangabe, mindestens 60 Minuten. Das heißt also, man kann auch, wenn man noch nicht da ist, wie jetzt zum Beispiel, wir hatten jede Menge Verkehr, rote Ampeln, die Feuerwehr und so weiter und so fort, wir mussten einen Umweg fahren, kann sein, dass der Prüfer 70 Minuten oder 75 Minuten macht. Und dann ist es natürlich wieder die Frage, was passiert in der 70. Minute, wenn du dort rechts oder links übersiehst? Ja. Dann bist du durchgefallen. In der 70. Minute. Ja? Wobei die Prüfung ja eigentlich nur 60 Minuten gehen sollte. Ja. Es ist natürlich auch schon mal passiert, dass der Prüfer vielleicht so nach 50 Minuten schon zu Ende war, dass die Prüfung also nach 50 Minuten positiv geendet ist oder nach 45 Minuten. Mhm. Ja gut, jetzt können Sie wieder Prüfer sein. Ja, mache ich dann mal. Oh, das ist so anstrengend hier, Leute. Ja, aber ganz ehrlich, es ist auch anstrengend für den Prüfer. Ne? Also der Prüfer, ich habe mich ja mit den Prüfern unterhalten dann auch und es ist schon... Was ist das denn für ein Gefühl für dich jetzt zum Beispiel? Für mich? So eine Situation hast du bestimmt auch noch nicht gehabt. Einer, der schon den Führerschein hat, der versucht, aber du kennst diese Ecken, jagst den jetzt extra noch da rein. Sieht er das nicht? Also ich muss schon sagen, bis jetzt hast du klar ein paar Fehler gemacht. Das sind aber Fehler, die macht man automatisch, wenn man so wie du jetzt zum Beispiel Linie fährt. Ne? Ja. Du fährst ja schon seit Jahren Bus. Ja. Aber wenn ich dir das zum Beispiel sagen würde, das musst du so und so machen, dann würdest du diese Fehler zum Beispiel auch nicht machen. Ja. Darüber können wir uns dann gleich nochmal unterhalten. Okay. Aber du hast keine großen Fehler gemacht. Das heißt also, die Verkehrsbeobachtungen, die Schilder hast du bis jetzt gut wahrgenommen. Okay. Ich habe dich wirklich durch einige Ecken jetzt geschickt. Das ist nicht ohne, du. Ein paar Straßen kannte ich nicht. Ah, okay. Also für dich auch so. Das war für mich jetzt neu. Neu, ja. Schön. So, ein, zwei Sachen werden wir noch machen. Wir werden das so ein bisschen überziehen. Und zwar sind wir jetzt, so ein paar Minuten haben wir schon überzogen. Ist aber nicht so schlimm. Und dann machen wir mal eine gemeinsame Auswertung. Okay. Dürfte man in der Prüfung so grüßen? Ja. Auch das war gut. Kreisverkehr, die zweite Ausfahrt raus. Wir fahren die zweite Ausfahrt raus.
So, dann biegen wir rechts ab. Hier rechts abbiegen. Herr OE, da vorne haben Sie gleich einen Wendehammer. Dort bitte einfach nur mal wenden gegen den Uhrzeigersinn. Okay? Einfach bis zum Ende, bis zu dieser weißen Wand fahren, links, links, links und wieder zurückfahren. Die Straße wieder zurückfahren. So, wir kommen zur letzten Grundfahraufgabe. Ja. Die Haltestelle haben wir ja schon geschafft. Da vorne auf der rechten Seite ist so eine Einmündung. Wir fahren an der Einmündung vorbei, halten dann rechts an und dann rechts rückwärts in diese Straße rein, bitte. Okay? Also dran vorbeifahren, rechts anhalten, dann rechts rückwärts in diese Straße rein. Behilflich sein und zwar hinten absichern. Okay. Einen Moment. Ich bin ja immer noch der Prüfer, ne? Muss immer noch die Brille aufsetzen. So, ich nehme die Kamera noch mit, ja, damit man von außen dann noch sehen kann, genau, wie das aussieht. Geben Sie mir dann ein Zeichen, wenn ich darf. Jawohl. So, jetzt bin ich wieder Fahrlehrer. Also bis jetzt muss ich sagen, Respekt. Hat er schon ziemlich gut gemacht. Ein paar Fehler, die ich aber von Anfang an schon gesehen habe oder gedacht habe, dass er die machen wird, hat er gemacht. Jetzt hat er sogar an den Sicherungsposten gedacht. Das ist wirklich super, dass er an den Sicherungsposten gedacht hat. Und jetzt muss ich einfach nur eine Verbindungsaufnahme machen. Wenn wir dann mit der Grundfahraufgabe hier fertig sind, dann ist er fertig. Okay? Jetzt bin ich wieder Prüfer. Ich finde die Rolle übrigens mit der Brille geil. Das ist so anstrengend hier. Hm. Bordschenkkante mitnehmen. So, ja, durchgefallen ist man bei dieser Grundfahraufgabe, wenn man
zu viel Abstand zur Bordsteinkante hat. 30 cm Abstand darf man maximal haben. Hat er nicht. Gucken wir uns das nochmal an hier. Seht ihr? Ja. Also, das ist richtig. Und annähernd parallel ist er auch. Somit hat er alles richtig gemacht. Die Bordsteinkante hat er leicht berührt, aber komm, da drücken wir jetzt einfach mal ein Auge zu, okay? So, Herr OE, dann stellen Sie bitte mal das Fahrzeug parkfertig ab. Okay. Die meisten Prüfer machen dann so ein kleines Fragespielchen. Wie haben sie sich gefühlt? Was haben sie was richtig gemacht? Haben sie was falsch gemacht und so weiter? Nach der Genau, Fahrt. nach der Fahrt. Um einfach mal zu gucken, hast du was wahrgenommen? Hast du irgendwo vielleicht einen Fehler gemacht? Ne? Da ist es dann wichtig, dass du wirklich dann auch ehrlich deine Meinung hast. Also wenn du irgendwas falsch gemacht haben solltest, weiß der Prüfer das natürlich auch, der hat das ja auch gesehen, dass du ihm dann auch ehrlich sagst, da habe ich da vielleicht nicht ganz aufgepasst oder so. Dann sagt er, okay, wenn du das aber nicht sagen würdest oder der Prüfer spricht das sogar an und sagt, was halten Sie denn von dieser Situation? Und du sagst, nee, das habe ich nicht so wahrgenommen. Genau. Dann ist das halt sogar ein Riesenfehler. Deswegen ruhig auch ehrlich mit dem Prüfer dann auch sprechen, wie du das wahrgenommen hast. Also da du der Prüfer warst, musst du jetzt auch die Wahrheit sagen. Genau. Boah, wie machen wir das so? Okay. Ja, so ist schon gut. Also, ich habe das so wahrgenommen, 2 Punkte, die hattest du mir ja gesagt, mit dem rechts vor links, sind wir nochmal lang gefahren. Boah, ich mache das jetzt ohne Brille. Ja, aber ohne Brille. Aber du bist immer noch der Prüfer. Ja, ich bin immer noch der Prüfer. Immer noch. Ja, klar, der Harte. Ja. Und einmal habe ich mir die Dings erkämpfen müssen. Da links kam ein Auto, ne, und rechts kamen welche. Ja. Da war ein bisschen eng, aber sonst kämen wir da nie raus. Aber ich habe ihn nicht gefährdet, habe ich die Ahnung. Also denke ich mal. Okay, ich weiß, welche Situation du meinst. Nach dem Stoppschild, wo du rechts abgebogen bist. Richtig. Okay. Die Situation. Und gerade beim Rückwärtsfahren meine ich ganz den hinteren Reifen so leicht an dem Bordstein. Kaum. Da wusste ich jetzt nicht, wie Dings der ist, aber. Ja, okay. Also das ist das, was ich so wahrgenommen habe. Ansonsten habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, aber die Entscheidung liegt jetzt bei dem Prüfer. Gut, genau. Ja, dann wollen wir uns mal angucken, was ich da so notiert habe. Ich habe ein paar positive Sachen notiert, ich habe auch ein paar negative Sachen notiert. Ja. Und wie gesagt, bestimmte Sachen kannst du noch nicht wissen, weil ich mit dir noch keine einzige Fahrstunde gemacht habe. Richtig. Du bist aber dafür wirklich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sehr gut gefahren. Okay. Also ich habe mich in keiner einzigen Sekunde habe ich mich irgendwie unsicher gefühlt. Es war eigentlich fast schon langweilig. Okay. Und langweilig ist gut. Das ist gut. Langweilig jetzt alles. Für mich war anstrengend. Okay, dann gucken wir uns mal an, was wäre wichtig, wenn du wirklich jetzt eine richtige Prüfung gehabt hättest. Ja. Worauf hätte der Prüfer jetzt geachtet? Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ein harter Prüfer, der würde vielleicht eventuell dich tatsächlich hier und da nicht durchkommen lassen. Aber es ist auch so, es gibt Prüfer, und das ist auch gut so, dass es diese Prüfer gibt, die packen alles, was du gut gemacht hast, auf die rechte Seite und alles, was du nicht so gut gemacht hast, auf die linke Seite. Ja. Und wenn das, was du gut gemacht hast, halt überwiegt, dann ist natürlich, dann hast du bestanden. Ja. Ja? Schauen wir uns mal an. Ich lese mal kurz vor, was du so alles gemacht hast. Da bin ich mal gespannt. Setze ich mich mal hin. Irgendwo hier. Hier kannst du, dann sind wir beide im Bild auch da oder da. Ja, da. Ja. Okay. Herr OE, ich habe einiges aufgeschrieben. Das wird dir nicht besonders gut gefallen. Oh. Fangen wir aber trotzdem mal mit dem Positiven an. Es hat nicht geregnet. Ja. Das war positiv. Jetzt kommen wir zu dem Negativen. Okay. Nein, Spaß. Zu dem Positiven. Ja. Ich werde dich jetzt einfach mal duzen. Ja? Ja. Also auch der strenge Prüfer wird dich jetzt einfach mal duzen. Du hast tatsächlich Einmündungen freigehalten. Wenn also der Verkehr einfach nicht weiterging, das weiß ich, da war die Feuerwehr zum Beispiel, habe ich nicht gemacht, ne? Das habe ich nicht bestellt. Nee. Dann bist du nicht in die Kreuzung einfach reingefahren. Die Ampel war grün, du bist nicht reingefahren, wenn der Verkehr danach gestockt hat. Das war gut. Generell hast du Einmündungen immer freigehalten. Du bist sogar partnerschaftlich gefahren. Das heißt also, von rechts kam jemand, hatte keine Vorfahrt, trotzdem durchgewunken. Auch das war
sehr gut. Also partnerschaftliches Verhalten, vorausschauende Fahrweise, sehr gut. Das hast du tatsächlich also oft bewiesen, dass du das gut kannst. Okay. So, dann waren wir auf der Autobahn A2. Wir sind von der B236 raufgefahren auf die Autobahn und dann hast du auch gut und zügig beschleunigt und konntest dann auch hier und da überholen. Also der Wunsch war, da zu überholen und das hast du signalisiert dem Prüfer, indem du immer wieder in den Spiegel geguckt hast. Ja. Konntest aber nicht, weil du selber gerade überholt worden bist. Und das ist ganz wichtig, dass du dem Prüfer signalisierst, ich möchte eigentlich überholen, vor mir ist ein langsam fahrendes Fahrzeug, ich kann aber nicht, weil ich selber gerade überholt habe. Deswegen ist halt wichtig, dass du immer wieder in den Spiegel guckst, immer wieder in den linken Spiegel, linken Spiegel, nach vorne gucken, linken Spiegel gucken, nach vorne gucken und dann sagst du damit dem Prüfer, also du musst nicht mit ihm kommunizieren, das ist dann halt nonverbale Kommunikation. Der merkt das. Der merkt das, dass du halt willst, aber nicht kannst. Die Spiegelbeobachtung war am Anfang noch ziemlich gut. Ja, habe ich auch geschrieben am Anfang. Und wenn ich dann gleich zu den Negativen komme, dann ist es tatsächlich so, dass du zum Schluss hin immer mehr abgenommen hast. Ja. Am Anfang hast du noch alle 2-3 Sekunden in einen Spiegel geguckt und dann wird es immer weniger, weniger. Ja, fast. Es ist halt das, was am wichtigsten ist, die Spiegelbeobachtung. Alle 2, 3, 4 Sekunden auf jeden Fall ein Spiegel und dann wieder nach vorne. Was passiert hinter mir? Genau. Ich würde das gerne einmal mal zeigen, wie man das machen muss, damit du ein Gefühl dafür hast, wie muss ich jetzt eigentlich in den Spiegel gucken. Kannst du mir rechts ruhig zeigen? Dann setze ich mich mal dahin. Ich mache den ein bisschen nach hinten, dann hast du noch längere Beine. So, dann probier mal. Genau. Ja. Die Kamera nimmt auf hier. Ja, nimmt auf. Also, grundsätzlich ist das so, du hast hier auf der linken Seite deinen Spiegel, auf der rechten Seite deinen Spiegel, deinen Innenspiegel hast du natürlich auch. Und interessant ist, Linienverkehr, da kannst du auch wunderbar auch einen Schulterblick machen. Okay? Da geht's. Also Schulterblick nach rechts ist wunderbar, du siehst hier alles. Und deswegen ist es auch schon wichtig, von Bus zu Bus natürlich unterschiedlich. Manchmal macht es überhaupt gar keinen Sinn, Schulterblick nach rechts zu machen. Also hier den Kühlschrank und sowas. Ja, genau. Aber hier siehst du einfach alles. Hier würdest du Fahrradfahrer, Fußgänger sehen. Deswegen erwarte ich auch als Prüfer dann, oder erwartet der Prüfer, der echte Prüfer, dass du einen Schulterblick dann nach rechts machst. Hier war zum Beispiel der Schulterblick nach rechts eher schwach ausgeprägt. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Also, der Prüfer sagt, nächste Ampel links beispielsweise. Was machst du? Rechts, links, Blinker links. Okay. Wichtig ist rechts, links und viele gucken dann nach unten und machen Blinker links. Das nicht. Also rechten Spiegel, linken Spiegel, Blinker links, Schulterblick und dann abbiegen. Okay? Also wie, ich sage mal ein bisschen Schauspielerei, aber das ist so etwas, was der Prüfer wahrnehmen muss. Der sitzt ja nun mal hinten. Wenn du nur so machst, guck mal so. Sieht er nicht. Richtig. Ja, deswegen musst du ein bisschen, leider musst du ein bisschen übertreiben. Das ist halt leider Schauspielerei, aber nicht übertreiben so. Ja. Das wäre ein bisschen too much. Aber so ein Kompromiss halt, dass der Prüfer das wahrnimmt. Er ist nun mal Prüfer und er ist nun mal zum Prüfen da. Und deswegen musst du halt ihm das zeigen, dass du es kannst. Ne? Später machst du es natürlich nicht so, aber in der Prüfung musst du es halt machen. Das hast du jetzt zum Beispiel, weil wir vorher noch nicht gefahren sind, wusstest du das nicht. Deswegen hast du das so gemacht, wie du es kannst. Ja. Aber auch dafür hast du es gut gemacht. Also ich kenne viele, die dann wirklich so... Ne? Der Schulterblick, da lege ich sehr viel Wert drauf. Zum Beispiel nach rechts würde dann so aussehen, du fährst. Der Prüfer sagt rechts abbiegen, linken Spiegel, rechten Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick. Okay? Nicht übertreiben, das hier brauchst du nicht. Ja. Aber hier reicht es aus, wenn du wirklich so aus diesen beiden Fenstern hier rausguckst. Ja. Aus der Tür kannst du hast ja, die Scheibe geht ja bis nach unten hin. Deswegen das ist schon wenn einer steht oder ein Fahrrad oder so. Und genau, richtig. Und nach rechts kannst du auch wunderbar gucken. Das wäre also wichtig. Ne? Spiegel, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Da ist gerade jemand, aber ich glaube, der ist nicht für uns. Ist nicht für uns. So, gut. Was hast du noch auf deiner Negativliste gehabt? Da ist mein Handy. Ist das mein Handy? Der andere war das, glaube ich. Wo ist mein Handy? Weiß ich nicht, in der Jackentasche. Mein Handy. Dann stelle ich mir wieder meinen Bus hin. Handyminator. Ach, bestimmt nicht. Da. Ach, der ist das. Da ist er. Soll ich mich wieder... Ja, mach ruhig da. Ja. Okay, dann mach ich von... Nein, das ist okay. Das war's mit den Guten. Jetzt kommen wir zu den negativen 30 Seiten.
Gut, Autobahn haben wir. Die Grundvoraufgabe Haltestelle, ranfahren, da brauche ich nicht viel zu sagen, das war natürlich perfekt. Ne? Noch besser kann man es nicht machen, natürlich. Zebrastreifen habe ich beobachtet, da war einer, der wollte geradeaus, aber ich habe gedacht, vielleicht will er auch. Sehr gut. Genau so. Man weiß es halt nicht. Manche Fußgänger, die laufen geradeaus und machen dann so plötzlich so 90-Grad-Wendung und laufen über Zebrastreifen. Richtig. Das hast du also vorsorglich, habe ich geschrieben, bist du langsamer geworden. Und dann hast du gemerkt, der geht doch geradeaus, aber man weiß es ja nicht. Man kann ja die Leute nicht, man hat ja keine telepathischen Fähigkeiten. Also. Situation erkannt. Super. Du bist langsamer geworden, das war gut. So, das waren die guten Sachen. Jetzt bin ich mal gespannt. Spannt mich nicht auf die Folter, sag schon. So, also, wichtig ist, beispielsweise hier, wir sind jetzt gerade rückwärts reingefahren, wenn du jetzt hier rechts abbiegen würdest, in einer Prüfungssituation ist natürlich wichtig, dass du, solange du mit deinem Fahrzeug noch nicht geradeaus fährst, beim Rechtsabbiegen, immer wieder in den rechten Spiegel gucken musst. Nach vorne, rechten Spiegel, nach vorne, rechten Spiegel, nach vorne, rechten Spiegel. Also 2-3 Mal solltest du geguckt haben. Das hast du aufgrund deiner Erfahrung nicht gemacht. Du bist beim Rechtsabbiegen, einmal hast du geguckt und dann bist du schön abgebogen. Das ist so etwas, wo der Prüfer darauf achtet. Was macht das Fahrzeug? Fragt er dich dann. Sie haben noch gar nicht in den Spiegel geguckt. Und du so, Richtig. Jetzt können die einen vielleicht sagen, ja, das ist doch Schauspielerei, das ist doch übertrieben. Andererseits ist es so, wenn du natürlich beim Abbiegen immer wieder guckst, was macht denn meine Hinterachse? Richtig. Fährt das über die Bordsteinkante? Ja, nein? Nein, gut, ne? Wie schon gesagt, du machst es mit deiner Erfahrung weg, aber ein Fahranfänger muss halt beim Rechtsabbiegen immer wieder rechten Spiegel nach vorne, rechten Spiegel nach vorne. Und bevor du rechts abbiegst, musst du kurz in den linken Spiegel geguckt haben, kommt vielleicht eventuell gerade jemand, überholt dich vielleicht jemand gerade, weil du scherst ja mit deinem Heck aus. Richtig. Ne? Das heißt also, der Prüfer sagt rechts abbiegen, nicht nur in den rechten Spiegel gucken so, sondern du musst auch kurz mal in den linken Spiegel geguckt haben, was passiert da? Überholt einer dich? Also links gucken, rechts gucken und dann immer wieder in den rechten Spiegel. Nach vorne gucken, in den rechten Spiegel und so weiter. Okay? Auch jetzt wieder ein Punkt, wie schon gesagt, das ist deine Erfahrung. Parkende Autos, alle parken schön, schön weit weg und du fährst dran vorbei. Mindestabstand, du kennst das, wie viel Meter Mindestabstand muss man zu parkenden Autos haben beim Vorbeifahren? Ja, 1,50 auf jeden Fall. 1 Meter reicht, 1,50 zu Fußgängern und Fahrradfahrern. Ne? Aber auch dazu kommen wir noch. Also, wenn du 1 Meter Abstand hast, dann kannst du mit 50 km/h dran vorbeifahren. Hast du weniger als 1 Meter, dann sage ich immer, du musst halt langsamer fahren. Und nicht nur langsamer fahren, sondern du musst auch dahin gucken. Aber diese Situation da an der Ampel, da wo im Land, ja, ich weiß, wo du meinst. Ja? Wo die Baustelle war, da war sehr eng. Ja. Schau, okay. Nee, das hast du gemacht. Da in Horstmar bist du sehr langsam gefahren, da hattest du nämlich so viel Platz rechts und links. Ne? Aber es gab so andere Bereiche. Schon gesagt, da bist du halt routiniert. Ne? Du bist so routiniert, dass dir das auch gar nicht auffällt. Das fällt eigentlich aber auf. Genau, in der Prüfungssimulation ist es aber so. Da waren zum Beispiel Autos, die haben also alle gut geparkt. Ein Auto steht da auf der Straße. Du fährst dran vorbei mit so viel Abstand. Und beschleunigst sogar dabei. Und guckst nicht. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Nein, natürlich nicht, weil du bist halt ein erfahrener Kraftfahrer. Ein erfahrener Kraftfahrer kann so einen Abstand rechts und links haben und knallt da einfach durch und er weiß, das passt einfach. Aber für eine Prüfungssimulation oder für eine Prüfungssituation langsamer werden, gucken. Der Prüfer muss halt ein Gefühl haben, ja, der hat alles unter Kontrolle. Genau, richtig. Okay. Noch gravierendere Sachen? Ja, das ist schon eigentlich schon ein gravierender Punkt, ist das schon. Ne? Ja, wäre das schon so ein Grund für... Ja, der Prüfer könnte schon sagen, ja, nee, das ist mir... Ich habe schon oft Prüfungssimulationen erlebt, wo der Fahrschüler wirklich die ganze Zeit so gefahren ist und knallt an den Autos vorbei, wum, wum, und der Prüfer so, fahren sie rechts ran, sind durchgefallen. Gibt es. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht allzu oft passiert. Du hast ja auch bewiesen, dass du auch mit den Spiegeln arbeiten kannst. Deswegen würde ich jetzt sagen, also die Waage ist jetzt so noch nicht so auf der negativen Seite. Aber auf der negativen Seite sind schon ein paar Sachen. Ja. Okay. Eine Sache noch, das kannst du gerne, du hast ja alles aufgenommen. Wir waren in Brechten und da war eine Baustelle, die Ampel war rot, dann grün, du bist durch die Baustelle und am Ende dieser Baustelle war auf der rechten Seite so eine Baustellenbeschilderung, verkehrt rum, glaube ich sogar. Und auch da wieder dran vorbeigeschossen mit so einem Abstand. Auch da musst du langsamer werden. Ich habe dann, also mit dem Spiegel, das war schon ein bisschen knapp, aber ich wusste, dass es passt. Du wusstest auch, dass es passt, du hast es deswegen nicht wahrgenommen. Auch da würde der Prüfer drauf achten. Ja.
Also viel gucken. Leute, habt ihr gehört? Viel gucken. Viel gucken. Oh, jetzt kommen wir zu einem Punkt, was dir überhaupt nicht gut gefallen wird. Egal, ich nehme alles. Ja, gib's mir, sag einfach so, gib's mir. Ich habe den selber ausgesucht, Ja. harte Prüfer. Okay, harten Prüfer, genau. Es ist so, Verhaltensweise, was auch so ausgebildet wird, ist, du fährst in so einen Kreisverkehr rein. Kreisverkehr, ne? Du fährst rein und das hast du auch gut gemacht. Du bist gerade rein und dann bist du außen rumgefahren, aber beim Rausfahren musst du Folgendes machen. Der Prüfer sagt, zweite Ausfahrt raus, ne? Und du näherst dich der Ausfahrt, dann Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Spiegel, Spiegel. Vorher Blinker Spiegel, dann Blinker. Genau. So, und bevor du lenkst, noch einmal gucken. genau, also bevor du lenkst, kann das sein, dass rechts ein Fahrradfahrer auch irgendwie Ich habe nicht zu überholt. spät, ich habe zwar geguckt, aber ich war schon im Dings drin. Genau. Schulterblick, dann lenken. Dann ne? erst lenken. Du hast gelenkt und dann hast du erst geguckt. geguckt. Genau. Also du hast sozusagen den Fahrradfahrer. Aber das ist eben halt die Route. Wenn man das aber jetzt so mit dir gelernt hätte, Ja. dann weiß man das für nächste Mal. Garantiert. So muss man das machen. Garantiert. Also wenn ich wirklich vor der Prüfungssimulation hier eine Doppelstunde mit dir gemacht hätte, dann hätte ich dir alles gesagt. Das musst du so und so machen. Richtig. Dann hättest du das dann dir angeeignet. Ist natürlich jetzt wieder auch so ein Punkt. Würde eine Doppelstunde reichen, um jahrelange Erfahrung will ich nicht sagen, anderes Verhalten wegzumachen, weiß ich nicht. Also mit dem Lenkrad festhalten, das war schon schwierig. Ich habe mich wirklich mehr an das Lenkrad, wenn ich lockerer gefahren wäre, hätte ich vielleicht solche Situationen auch eher, ich habe mich wirklich an das, beide Händen. Ab und zu wollten meine Hand wieder nach außen, ne? Halt, du bist in der Prüfung, wieder zurück. Ich habe auch beobachtet, ab und zu hast du mal die Hände so. Wollte ich, und dann habe ich das gemerkt, wieder gerade. Ja, das ist schon sehr anstrengend. Allein das ist schon sehr anstrengend. Und dann halt dieses Lenken, normalerweise halt dieses Tellerwaschen drauf. Wenn wir gleich leer fahren, ganz anders. Ganz anderen Mehmet Oe. Ganz anders. Aber dann ist mal wirklich, das haben wir, ich danke auch dafür, dass du da warst und das mal so abgenommen hast, auch für die da draußen, dass sie eben halt mal so eine Prüfung live so jetzt 1:1 miterleben. Wir sind aber noch gar nicht fertig. Ich habe den Führerschein ja noch nicht. Also keiner wird dir den Führerschein wegnehmen. Du bist wirklich gut gefahren. Aber trotzdem so Verhaltensweisen, wie du schon gesagt hast, für die da draußen ist ganz wichtig. Ja. Worauf müssen die achten? Worauf achtet der Fahrlehrer bei der Richtig. Ausbildung? Und zwar Fahrstreifenwechsel. Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn beispielsweise. Du bist auf der Autobahn unterwegs und du sollst die Ausfahrt runterfahren. Dann ist ganz wichtig, dass du erst dann langsamer wirst. Wenn du auf den Verzögerungsstreifen bist. Genau. Und wir waren schon bei 70 km/h und dann hast du. Ja. Genau. Und ich meine, wenn dein Vordermann langsamer wird, langsamer und dann musst du halt natürlich auch langsamer werden und wechseln. Aber wenn dort vorne niemand ist, dann fährst du halt deine 80 oder 100 km/h, je nachdem, welche Zulassung du hast. Verzögerungsstreifen. Genau. Verzögerungsfahrstreifen, dann langsamer werden. Und wichtig ist auch, dass du auf dem geraden Abschnitt sehr, sehr, sehr langsam wirst. Und so, dass du in der Kurve nicht diese extremen Fliehkräfte hast, wo deine Fahrgäste dann so von rechts nach links geschleudert werden. Das ist dann halt wichtig. Also erst langsamer, wenn du auf dem Verzögerungsfahrstreifen, was übrigens nicht mehr Verzögerungsfahrstreifen heißt, sondern Ausfädelungsfahrstreifen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, genau. Hat sich irgendwann ausgedacht. Und Beschleunigungsfahrstreifen heißt nicht mehr Beschleunigungsfahrstreifen, sondern Einfädelungsfahrstreifen. Ach, das hat was mit Stricken zu tun. Ja, du strickst dich da rein. Einfädeln. Also ich sage immer noch Beschleunigungsfahrstreifen, aber okay. Oh. Oh, wieder was Gravierendes. Oh ja. Was habe ich da gemacht? Oh. Oh. Jetzt wird's eng. Kennst du das, wenn ein Handwerker oh sagt, dann wird's teuer. Dann wird's teuer, dann wird's teuer. Ja. Oh, was hat der Mehmet Oe gemacht? Wir waren am Ende in Horstmar. Du hast am Stoppschild angehalten, rechts abgebogen und dann hast du zwei Sachen gemacht. Fangen wir an mit der ersten Sache, was tolerierbar ist. Du hast gewartet, niemand hat dich durchgelassen und irgendwann ist natürlich auch die Situation. Genau, irgendwann ist auch der Punkt dann da, das hast du auch gerade selbst angesprochen. Dann fährst du und dann der von links kommt, der eigentlich Vorfahrt hat, wird leicht er bremst leicht. Er müsste, ja. Genau. Du hast ihn also leicht behindert. Im Grunde genommen müsstest du eigentlich warten, bis die Lücke so groß ist, dass du da reinfahren kannst, ohne jemanden zu behindern. Nun ist es aber auch so, das ist nun mal ein Riesenfahrzeug und du hast halt Zeiten, an die du dich halten musst. Und deswegen
ist also eine leichte Behinderung tatsächlich tolerierbar, wenn du davor aber eine gewisse Zeit gewartet hast. Oh. Wenn du also da jetzt angehalten hast, eine Sekunde später sofort, mir scheißegal, ich fahre da jetzt rein, mach's, dann sagt der Prüfer, sorry. Ja, ich habe lange gewartet und dann war die Lücke war für mich ausreichend. Genau, richtig. Und dein Hintermann wurde auch nicht so doll zeitlich hat auch keiner gehupt oder so. Ja, genau. Gefährdung war es auch nicht. Das ist schon mal gut. Okay. Ja. Dann sind wir aber gefahren und dann hast du natürlich Gas gegeben. Ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast. War da nur 30 oder was? Nee, das nicht. Das nicht. Da ist jemand ausgestiegen aus dem Auto. Nee, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Echt? Und der ist sogar schneller geworden, als er gesehen hat, dass ein Bus kommt und wollte sofort aus dem Gefahrenbereich raus. Und du hast weiter, gib ihm Gas gegeben. Aha. Der ist, ich weiß nicht. Das muss ich mir nachher angucken. Das kannst du ja mal einblenden hier. Ja. So Leute, hier nochmal die Situation in Zeitlupe rechts. Guckt mal, da verlässt er gerade den Gefahrenbereich. Es waren wirklich weniger als 1 Meter, denke ich mal. Aber hat geklappt. Wie viele Meter Abstand muss man nochmal zu Fußgängern haben? 1,50 Meter. 1,50 ne? Das ist, glaube ich, ein Genickbruch. Also da musst du wirklich aufpassen. Ich kann mich an diese Situation wirklich nicht erinnern. Wo da jemand, das muss ich mir angucken. Guck dir das bitte mal an. Okay. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Prüfer da jetzt erstmal schlucken musste. Und es kann sein, dass er dich deswegen durchfallen lässt. Ne? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Also ich würde dich jetzt nicht durchfallen lassen. Okay? Okay. Weil du viele Sachen gut gemacht hast. Ja. Zum Beispiel, was ich mit dir gemacht habe, ich habe nicht nur einmal diese Geschichte mit geradeaus ist verboten gemacht, anliegerfrei. Ja, 2, 3 Mal hast du das schon gemacht. Genau. Richtig. Und die Strecken die kannte ich wirklich nicht. Siehst du? Und du hast es halt erkannt und das ist so, packe ich alles auf die positive Seite und deswegen alles gut. Mhm. Oh. Wieder ein O. Nee, ich war falsch. Ich war nur so. Ein O, das geht noch. Oh, wäre teuer. So, ja, ich bin fertig. Und somit sage ich jetzt einfach mal, Herr OE, die Prüfung ist bestanden. Glückwunsch. Okay. Dankeschön. Super. Allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Leute, ich darf meinen Führerschein behalten. Mega. Gut. Ansonsten, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Mal für mich selber. Guck, ich habe wieder dazu gelernt. Leute, man lernt nie aus. Ne? Jeder Meter ist Erfahrung. Ja. Und obwohl ich jetzt so viele Jahre, sag ich mal, Führerschein habe, manchmal wird das zur Routine, wenn er das schon gut erkannt hat. Da guckt man nur, man weiß, es passt. Aber der Prüfer, der will wirklich richtig sehen. Ja, definitiv. Ja? Definitiv. Also du musst wirklich so ein Fundament haben. Der Prüfer muss einfach nur ein Gefühl haben, du kannst das. Ne? Du bist nicht überfordert oder sowas ähnliches. Du hast Routine. Und bei der Anzahl von Fahrstunden, die wir machen müssen, das ist wirklich extrem viel an Fahrstunden. Ja. Also 50, 60, 70, 100 Fahrstunden muss man teilweise gemacht haben. Und dann ist man schon sehr, sehr gut. Weil die Verantwortung ist nämlich extrem. Und bei dir, wie ich schon gesagt, mein Bauch sagt, du kannst fahren. Und da macht der Prüfer sich überhaupt gar keine Sorgen. Wenn du aber wirklich total überfordert wärst, dann geht das natürlich nicht. Dann brauchst du noch mehr Fahrstunden oder es gibt halt Menschen, die auch ungeeignet sind zum Führen von Bussen, von Kraftomnibussen. Ja. Und da muss ich sagen, warst du wirklich sehr, sehr gut. Alles klar. Okay, dann bedanke ich mich nochmal bei dir. Ich bedanke mich auch, dass du mich eingeladen hast. Eine tolle Idee. Ja. Wir können gerne weitermachen. Richtig. Und finde ich super. Aufgrund deiner Fahrschule, eben halt deiner Erfahrungen, versuchen wir eben halt neue Busfahrer für Deutschland, für Ferienreisen und natürlich für Fahrschule Europa zu gewinnen. Denn Leute, ihr wisst ja, was ist unser Motto? Ihr seid die Zukunft für Deutschland. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Euer Mehmet OE und Fahrschule Europa der Önder. Tschüss.